Moin, wir sind aufgewacht, wir haben ungefähr 8:30. Natürlich regnet es, wie nicht anders zu erwarten. Es soll ungefähr noch bis 12, 1 Uhr ungefähr weiter regnen. Dann soll es aufklaren, ich hoffe das passiert auch. Dann kann ich mal die Solarpanels rauslegen und die Powerbanks aufladen, weil die letzten Tage schon ziemlich viel Strom gekostet haben. Und ja, da wäre es auf jeden Fall mal wieder an der Zeit, die aufzuladen. Wir frühstücken jetzt, trinken Kaffee und dann geht es auch schon weiter. Also bis gleich. So, Kaffee ist gemacht. Den trinken wir jetzt noch ganz gemütlich. Und dann packen wir langsam unsere Sachen. Und ich lege nochmal die Solarpanels raus und guck mal, wie so die Effizienz ist, wenn es ein bisschen bewölkt ist, weil der Regen lässt jetzt nach. Und gut. Ich melde mich gleich wieder. Cheers! Ja, wie ihr seht, habe ich Glück gehabt mit dem Wetter. Die Sonne ist rausgekommen. Kaum noch Wolken am Himmel. Und ja, die Gelegenheit habe ich natürlich genutzt, um die Solarpanels aufzubauen, um genügend Strom für die nächsten Tage zu bekommen. Zur Ausrüstung selbst, ich habe hier 4 Noma 20 Panels und 2 Sherpa 100 Akkupacks, Powerbanks. Aus dem Grund, weil es einfach mit einem Panel und einer Powerbank nicht reicht für das, was ich vorhabe. Ich möchte viele Akkus laden. Wie gesagt, ich habe so eine Festplatte, die als eine Einheit läuft. Also man braucht dafür keinen Laptop. Das heißt, die hat auch einen Akku, der muss geladen werden. Die Handys müssen geladen werden. Man will ja ein bisschen bei Instagram auch was posten. Und ja, dementsprechend habe ich da vorgesorgt. Jedes System ist so für mich eine Einheit, also 2 Solarpanels und ein Sherpa in getrennten Taschen. Wenn eine Tasche undicht wird, ins Wasser fällt und kaputt geht, habe ich immer noch eine Einheit übrig, die mir dann ein bisschen Strom liefert. Ja, ich bin mega zufrieden mit dem Setup. Goal Zero kennt jeder eigentlich, machen nur hochwertige Sachen, sind auch sehr teuer, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt günstige Alternativen. Ich habe halt mit Goal Zero eine Partnerschaft, das darf man auch nicht vergessen. Und ja, vielleicht kann ich euch da aber auch noch einen Rabatt anbieten, das muss ich noch abklären. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit. Natürlich ist das ganze Setup relativ schwer. Ich glaube, es sind so 5 oder 7 Kilo, ich habe es nicht gewogen und noch nicht nachgelesen. Ich werde es euch unten reinschreiben oder jetzt einblenden. Ja, Werbung ist oben gekennzeichnet. Also falls sich jetzt einer aufregt darüber, dass ich jetzt hier schon wieder Werbung für Goal Zero mache, so ist es halt. Ich denke mal, ihr habt auch was davon, wenn ich die Ausrüstung teste und ihr wisst, was gut ist und was nicht. Ja, gut, ich werde jetzt die Panels noch ein bisschen aufladen lassen. Ich hoffe, ich habe noch so 2, 3, 4 Stunden Sonne und dann packen wir auch zusammen und suchen uns einen neuen Spot. Vielleicht auch diesmal mit einer offiziellen Feuerstelle, also ein sogenanntes Dano. Weil wir campen jetzt gerade wild, das dürfen wir, aber wir dürfen an den Stellen kein Feuer machen. Und da wir ganz gerne ein Feuer machen würden, gucken wir, dass wir nachher dann noch ein offizielles Dano finden. Gut, alles klar, ich gehe dann mal das Camp ein bisschen auf Vordermann bringen, ein paar Sachen zusammenpacken, vielleicht noch einen Kaffee trinken und ja, wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. So, jetzt wollte ich euch mal die Ausrüstungskiste zeigen, die Scantrack zur Verfügung stellt. Ja, gucken wir einfach mal rein. Also wir haben hier Brennstoff für den Trangia-Kocher. Hier haben wir den Trangia-Kocher selbst. Ich zeige euch den gerade mal auf der Kiste. Ihr könnt es besser sehen.
mir die Pfanne, den Kocher selber, Topfhalterung oder Pfannenhalterung. Ein Topf, noch ein Topf, das ist das Gestell, Windschutz. Ja, hier einfach den Trangia draufstellen, Brennstoff rein anzünden. Dann könnt ihr den Windschutz draufpacken. So, weiß nicht, ob ihr das seht. Die Dinger hier einklappen, die Halterung und dann den Topf rein. Und ja, so stimmt der Flammenabstand zum Topf. Wenn ihr einen kleineren Topf habt, also mit einem geringeren Durchmesser, dann könnt ihr auf den Trangia auf den Boden stellen, die Halterung drauf und dann den Topf mit einem schmaleren Durchmesser draufstellen. Das geht auch. Und auch das hier wieder als Windschutz benutzen, geht auch. Ja, das war das Kochsystem. Hier haben wir noch Weithaltsflaschen. Wir haben jetzt hier die kleine Flasche, um ein bisschen Lorbeerblätter aufzubewahren, trocken. Könnt ihr aber auch noch für andere Sachen benutzen. Kochzubehör, ein Messer, ein Kneipchen, Pfannenwender, ein kleiner Löffel, ein Brettchen, Alufolie, noch ein bisschen Spülzubehör, kann man auch gut gebrauchen. Hier auch noch Schnur, Draht, ist auch immer nützlich, kann man eine kleine Wäscheleine basteln oder das Tarp aufhängen zum Beispiel. Genau, wenn wir beim Thema Tarp schon sind. Es gibt hier noch eine Plane, kann man sich einen Tarp draus bauen, wo man dann drunter schläft, wenn es das Wetter zulässt. Oder zum Beispiel die Kiste auf dem Kanu spritzwassergeschützt verpacken, also einfach umwickeln und ein bisschen mit der Schnur verzurren, das geht auch. Was haben wir noch? Müllsäcke, kleine und große Müllsäcke, das reicht so für 3-4 Tage, je nachdem wie viel Müll ihr habt. Ja, Klopapierrollen, ich habe die jetzt hier in so eine kleine Tüte gepackt, dass es ein bisschen vor Spritzwasser geschützt ist, beziehungsweise Regenwasser. Den Kanister, wenn ihr mit dem Kanu rausfahrt, einfach kurz untertauchen, natürlich den Deckel vorher abschrauben und ja, dann habt ihr den Kanister voll mit Trinkwasser. Ich filter das Wasser zusätzlich noch, das muss jeder selber für sich entscheiden. Und ja, das Wasser am Ufer ist relativ, naja, sauber ist es schon, aber schwimmt viel drin rum, ist beim Trinken nicht so angenehm. Ja, hier haben wir noch die Säge für Feuerholz, ein kleines Beil, hier noch ein Feuerzeug und ganz wichtig den Klappspaten fürs Geschäft. Ja, es ist einfach besser, wenn man das verbuddelt, weil sich das Klopapier einfach viel zu langsam zersetzt, wenn es nur an der Oberfläche liegt. Und wenn das vergraben wird, dann sieht es erstens keiner und die Natur bleibt so schön wie sie ist. Und ja, also Spaten nutzen und verbuddeln. Gut, das war die Kiste. Was ich noch vergessen habe, ist hier den Grillrost. Den haben wir noch nicht benutzt. Den werden wir aber heute Abend oder morgen benutzen. Ja, den gibt es auch dazu. Sehr praktisch für die Feuerstellen. Ja, das war die Ausrüstungskiste. Gleich werde ich euch auch noch das Verpflegungsfass zeigen mit Proviant drin. Und ja, genau. Eigentlich ist da auch noch ein Zelt dabei von Skuntrack. Ihr habt aber schon gesehen, dass ich mein eigenes Zelt benutze. Nicht, weil ich das Zelt von Skuntrack nicht gut finde, sondern weil ich einfach gerade das Fjällräven-Zelt im Test habe für den Kanal und ich fand es halt besser, wenn ich das hier für 8 bis 9 Tage gut testen kann, um da ein besseres Feedback geben zu können. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, wie gesagt, Skuntrack stellt da natürlich ein Zelt für euch, wenn ihr die Tour bucht und ja, nur, dass ihr das wisst. Alles klar, dann sehen wir uns gleich bei der beim Verpflegungsfass wieder. So, jetzt gucken wir uns noch schnell das Verpflegungsfass an.
und was wir da so alles drin haben. Also fangen wir an mit Cornflakes, Knäckebrot, Nutella, schon angebrochen, Brot, jede Menge, Nudeln, Schokomüsli, Studentenfutter, Weizenmehl, Instant-Tee, noch mehr Instant-Tee, Linseneintopf, das sieht nach Zucker aus, Salz, Paprika, Pfeffer, Früchtetee, Frühlingssuppe, Tomatencremesuppe, Magermilchpulver, Instant Coffee, passierte Tomaten, noch mehr Magermilchpulver, hier noch ein bisschen Ketchup und Senf und Lemon Juice, Heringsfilet, Schokolade, Gemüsebrühe, Pilzreis, Gemüsereis, Pilzreis, Konserven, Paprikaschoten, Champignons, Bockwürstchen, Baked Beans, Bohnen, noch mehr Bohnen, noch mehr Bohnen, Erbsen und Möhren, Marmelade, Bauernfrühstück, Kräuterleberwurst, Schlemmerecken. Ja, und hier ist die Packliste, genau. Ja, das war's eigentlich schon. Ist ganz schön viel. Relativ hochwertig. Klar, Marmelade, Nutella. Ein bisschen was für die Seele, sage ich mal. Ja, mit dem Weizenmehl kann man ein bisschen was backen. Hier Stockbrot machen zum Beispiel. Da hat Scantrack auch so ein kleines Kochbuch. Da kann man dann Rezepte nachlesen und ein bisschen was kochen, selber machen. Ja, aber ansonsten sehr gut. Was ich auch sagen muss, ist, wenn man viel draußen macht, hat man auch weniger Hunger. Von daher reicht das auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird bei uns noch was übrig bleiben. Ja, und was ich noch vergessen habe zu zeigen, was auch noch dabei ist, also es gibt auch noch Kartoffeln dazu, Bauchspeck und Suppengemüse, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten und ja, damit man ein bisschen auch was Gesundes kochen kann. Ja, das wollte ich euch noch zeigen, hatte ich eben vergessen. Und ja, das ist das Verpflegungsfass. Ich denke mal, das ist mehr als ausreichend. Und man soll ja auch nicht nur den ganzen Tag essen, ne? Ich werde euch noch eine Packliste in die Beschreibung packen oder vielleicht auf die Webseite. Schauen wir mal. Bis gleich. So, ich bin jetzt noch mal am Ufer. Ich habe gesehen, dass die Sonne ganz schön gewandert ist und werde jetzt ein bisschen was für die Solarpanels basteln, dass die letzten Stunden, Sonnenstunden, nochmal schön die Powerbanks geladen werden. Die eine ist schon voll, die andere ist bei 80%. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Akkus dran stecken von der Kamera und meine Festplatte und dann wird heute Abend alles voll sein, also alle Akkus, die Powerbanks werden voll sein, die Festplatte wird voll sein. Und so habe ich erstmal 2-3 Tage Backup. Ja.
Ja, ich hoffe, ihr hört mich. Es ist ziemlich windig. Ich bin noch mal ans Ufer gegangen. Ich wollte noch meine Wäsche waschen. Ich habe die eingeweicht mit so Bio-Seife und wollte jetzt mal gucken, wie die Seife so funktioniert und ob die Wäsche dann morgen normal riecht. Ja, genau. Der Matthias und ich haben beschlossen, noch eine Nacht hier zu bleiben, weil die Wellen schon ziemlich hoch sind mit Schaumkronen und wir da nichts riskieren wollen. Wir hoffen, dass das erlaubt ist. Bei den Danus muss man jede Nacht den Standort wechseln. Wir campen ja jetzt hier wild. Ich hoffe, das ist erlaubt. Ansonsten, sorry. Ja, ich wasche jetzt erstmal Wäsche. Dann hole ich die Powerbanks. Müssten dann alle voll sein. Und dann kochen wir uns wieder was. Matthias angelt gerade. Ich werde nachher auch noch ein paar Würfe machen und mal gucken, ob ich was an Land ziehe. Und ja, alles klar. Bis gleich. Ja, ich habe mir gerade mal festeres Schuhwerk angezogen. Ich wollte hier mal ein bisschen die Gegend erkunden. Der Matthias ist ja noch angeln. Ja, und deswegen schnappe ich mir jetzt das Fernglas und gucke mal, was ich hier noch so erkunden kann. Ich glaube, wildtechnisch ist hier nicht so viel los. Also ich habe zumindest nichts gehört. Weder heute Nacht noch tagsüber. Auch Vögel habe ich hier nur 2, 3 gesehen, das war es aber auch schon. Und ja, ich gucke mal, was ich hier finde. Wenn ich was Interessantes finde, lasse ich es euch wissen. Bis gleich. Ja, ich habe jetzt hier gerade noch das Ufer ein bisschen abgeglast, aber Tiere konnte ich jetzt keine sehen. Ja, es ist relativ ruhig hier. Da wo wir unseren Platz haben, ist es sehr windig und hier ist komplett das Gegenteil. Es wird alles vom Wald ausgebremst und erstmal eine gute Abwechslung, wenn man den ganzen Tag da im Camp den Wind ins Gesicht kriegt und hier dann 50 bis 100 Meter weiter dann die totale Ruhe. Ja, ist echt ein schöner Spot hier. Ich habe es euch mal ein bisschen dunkler gestellt, damit ihr ein bisschen was seht. So, da könnt ihr ein bisschen gucken. Ja, ist echt schick hier. Ja, ich denke mal, ich werde jetzt wieder ins Camp gehen oder vielleicht noch eine Runde an die andere Seite drehen.
Mal gucken, ob ich noch irgendein Tier beobachten kann. Hier ist echt wenig los, muss ich sagen. Ich habe mehr erwartet. Kommt aber vielleicht auch von dem ganzen Kanutourismus hier, dass die Tiere sich da ein bisschen gestört fühlen. Auch wenn sich die meisten natürlich leise verhalten. Ja, ich hoffe, ich kriege ja noch mein Elch. Ich habe das Teleobjektiv dabei. Und wenn ich irgendwo an irgendeinem Spot denke, dass da was gehen könnte, dann werde ich auf jeden Fall das Objektiv rausholen und vielleicht das ein oder andere schöne Bild schießen. Drückt mir die Daumen. Gut. Wenn noch was Spannendes passiert, lasse ich es euch wissen. Ansonsten sehen wir uns später beim Abendessen. Ne? Ciao. Ja, der Matthias hat wieder feinstens gekocht, schmeckt super geil. Dazu trinken wir ein bisschen Weißwein und danach legen wir uns, denke ich mal, ins Bett. Und morgen früh wollen wir dann früh los, wobei das Wetter schon wieder sagt, von 8 bis 16 Uhr voll Regen angesagt. Aber diesmal werden wir trotzdem ins Kanu steigen. Und dann wollen wir an einen offiziellen Feuerplatz gehen, dass wir auch mal ein Feuer machen können und auch den Grillrost benutzen können. Ja. Gut, vielleicht sehen wir uns gleich nochmal. Ansonsten sehen wir uns dann morgen. Also, macht's gut.